Leute, das muss alles runter, wenn du den Kopf machen willst. Upsala. Und drehen wir da gleich am Kopf. Läuft das Öl zwar raus, aber egal. Können wir besser gucken. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Erstmal frohes neues Jahr. Das ist das erste Video in diesem Jahr. So, wir haben ja hier im Livestream den Motor ausgebaut und den werden wir jetzt mal zerlegen. Ich bin schon mal angefangen und habe hier den Katalysator ausgebaut. War eigentlich ganz easy. Die paar Schrauben hier lösen, bisschen Rostlöser drauf, Licht da unten. Cut ist auch in Ordnung. Kann man reingucken in die Löcher, sind alle noch da, die Zellen. Sehr schön. Lambada-Sonde hatte ich mal kurz raus. Jetzt als nächstes werden wir mal hier den ganzen Kabelbaum abmachen, dass wir das hier frei kriegen, die Schläuche. Und dann muss ja der Ansaugtrakt runter. Das machen wir jetzt als nächstes. So, dazu machen wir alle kleinen Steckerchen hier mal ab, ringsrum. Da. Hier oben haben wir noch da das Steuergerät. Da machen wir das Zentralstecker, ob wir den abkriegen. Schauen wir mal. Ach, der ist ja eh noch da. Ich glaube, das kann dran bleiben. Die paar Stecker hier. Und dann können wir das alles schön wegnehmen. Und haben nicht mehr so viel gefummelt. So, und das machen wir jetzt als erstes. Ich weiß ja nicht, ob ihr es hören könnt, aber das schüttet aus Eimern hier. Und ich möchte jetzt gerne anfangen und ich werde dann vielleicht das ein oder andere Mal, wenn es zu laut ist, einfach den Ton runterregeln und ein bisschen Musik hinterlegen. Ist vielleicht angenehmer. Ja, hier unten am Außerwart alles los, aber ich denke mal, ich mache einfach hier die Schraube auch noch los von der Lichtmaschine, Hauptstrom und das Anlasserkabel. Dann haben wir den Schisselermengen alle weg. Das hier unten, der da, das ist übrigens der Hauptmassepunkt am Motor. Wenn ihr da Startschwierigkeiten oder irgendwo mal Probleme haben solltet, schaut euch mal die Schraube an. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber leuchtet mal da rein. Vielleicht werden wir mal das Licht von der Kamera anmachen. Da hinten, hinter dem Anlasser, ja, das müsste der Klopfsensor sein. Ich weiß nicht, wie man so ein Scheißding da hinbauen kann, wo keine Sau drankommt. Eieieiei. Also normalerweise ist ja hier unten der Auspuff drunter und da kommt die Vorderachse und da muss man dann auf jeden Fall eine Bühne haben, wenn man da dran will. Ja, hier seht ihr ja Getriebeseite. Und dann da hinten drin. Dann muss ich erstmal wieder meine Hebe am Finger auspacken, damit ich auch den Stecker abkriege.
Leute, das muss alles runter, wenn du den Kopf machen willst. Wo willst du da drin reinkommen? Oh, sieht doch gut aus. Ansaugseite haben wir auch ab. Ich weiß ja nicht. 1, 2, 6 Schrauben. Ne? Also mit Turboaufladung wird das, glaube ich, nichts bei so einem Auto. Mit 6 Schrauben auf der Ansaugseite. Ja, haben wir da drin. Ich weiß ja nicht, ob man es sehen kann. Sieht gut aus. Bis jetzt. Andere Seite, Auslass. Ja, bisschen schwarz. Sieht man nicht viel. Oh, da kann man Ventile erkennen. Schauen wir mal. So, jetzt müssen wir als nächstes hier vorne aufmachen. Den ganzen Schissel am Mengen da weg. Steuergehäuse muss ab. Also die Steuerkette da rauskriegen. Und dann können wir den Kopf abmachen. Jetzt könnt ihr immer noch sagen, was ihr wollt. All diesen Schisselermengen, was ich jetzt hier gerade abgeschraubt habe, das ist alles hier unten, ja, in der Ecke da hinten, wo man nirgendwo drankommt. Ich finde, so hat man einen besseren Überblick und man tut sich leichter. Das ist meine Meinung. Und ich habe ja keine Bühne. Jetzt müsste es ja Bühne hoch, Bühne runter, Boden hoch, Bühne runter. Ja, spart 2 Stunden, aber die Arbeit wird nicht so schön nachher. So, der nächste Job wäre Deckel ab und Steuergehäuse runter. AGR-Ventil kann ich noch abschrauben. Machen wir auch nicht. Muss eh runter. Die Halter kann ich noch abnehmen. Jetzt haben wir hier mal die Wasserpumpe raus, alle Anbauteile ab, Aggregate, Klima, Strom, Ansaugtrakt, Abgastrakt. So, als nächstes werden wir mal Öl ablassen. Jetzt müssen wir das Steuergehäuse abnehmen. Und wenn wir das abhaben, dann können wir langsam den Kopf abmachen. Aber ohne Steuergehäuse läuft da gar nichts. Jetzt brauchen wir auch gar nicht irgendwie achten auf OT oder sonst irgendwas, weil wir müssen hier alles durcheinander bringen. Oh, da haben wir auch schon ein bisschen Wasser im Öl. Aber ist nicht viel.
Immerhin war alles dicht, was ich gemacht habe damals. Also es hat sehr gut, muss ich sagen. Man sieht ja auch, ist alles relativ sauber, ne? Neu. Was mich ein bisschen stört, ist diese Patina, die wieder entstanden ist, diese weißen Flecken hier. Weil das hat die alles so schön abgeputzt. Mal gucken, vielleicht muss ich das mal ein bisschen einölen oder so. Aber das verdunstet ja auch wieder. Schauen wir mal. So, weiter geht's. Ja, ich habe es jetzt leider nicht gefilmt, aber die Schraube, die ist hier drin und hält das Rädchen hier. Geht ganz einfach raus, wenn der Motor draußen ist. Und zwar damit. Beim Reinmachen benutzen wir natürlich einen Drehmomentschlüssel, ne? Logisch. So, wie ihr schön sehen könnt, haben wir jetzt den Steuergehäusedeckel ab, die Steuerkette freigelegt. Hier haben wir den schönen Kettenspanner, den werden wir wieder arretieren, hier mit Stift, dann ist er wieder drin. Dann diese Fahrradkette hier, sehr schön, kein Wunder, dass die nur 120.000 Kilometer hält. Die hat aber jetzt erst knapp 20.000 gelaufen, die kommt da wieder rein. Ist jetzt auch nicht gerade billig, so ein Teil. Ja, dann haben wir hier die Ecken, deswegen der untere Teil des Steuergehäusedeckels ist natürlich auch gleichzeitig die Dichtung unten an der Ölwanne. So, und wenn wir jetzt die Ölwanne drin lassen, haben wir nachher Probleme vielleicht, dass das hier uns nicht mehr dicht wird oder hier irgendwo. Heißt für mich im Umkehrschluss, ist glaube ich auch so in der Opel-Anleitung drin, die muss mitgetauscht werden. Und dann bleibt ja nicht mehr viel übrig vom Motor, wenn der Kopf ab ist. Oder was meint ihr dazu? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber jetzt kommt der Kopf hier oben noch ab. Dann haben wir eigentlich nur noch diesen Block da am Getriebe hängen. Und das sind 8 Schrauben. Und dann kann ich doch lieber schön hier arbeiten. Ich hoffe, ihr versteht das jetzt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr lieber da in dem Loch da irgendwo rumkrault. Also die 2 Stunden immer noch bin ich der Überzeugung, ist die bessere Wahl. Ich finde das Originalteil leider nicht wieder, aber ich habe hier so einen kleinen, wie heißt es, Imbusschlüssel, den drücken wir mal da rein. Zack, haben wir das jetzt blockiert. Jetzt ist die Kette locker. Ich weiß gar nicht, ob man sie jetzt schon abmachen könnte. Glaube ich nicht wirklich, die hat noch ein bisschen Vorspannung hier von den Nockenwellen und den Ventilen.
Hydrostößelfedern, keine Ahnung. Die müssen sowieso ab. Das heißt, wenn die lose sind, kriegen wir die Kette ab. Linke Seite. Oh, das ist schön alten Öl. Die ist hier noch zusätzlich geklebt. Noch nicht. Die Löse da, ne? Was Löse? Das ist auch nein. Ich brauche auch nicht, so wie es aussieht. So, und jetzt können wir schon den Kopf abnehmen. Und Röhrchen kann auch noch weg. Und dann ist der Motor schon, da ist ja nichts mehr dran. So, ich weiß ja, ihr wollt ja dabei sein, wenn ich das mache. Deswegen habe ich euch jetzt mal näher rangeholt. Schrauben ab. Keine vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier haben wir so einen Spalt. Und ich glaube, da ist es vorgesehen, wo wir den anheben können. Problemlos. Vorsichtig mit dem Keil. Anders, da könnte man noch hebeln. Da vielleicht noch. Drüben haben wir nicht so viel. Wir versuchen mal an diesen 3 Stellen. Da, da und da. Ja, schon beim ersten Versuch ab. Schön. Okay. In meinem Fall bin ich hier ganz vorsichtig zwischengegangen mit dem kleinen Schraubenzieher, habe nur so gemacht, dann war es schon ab. Also die habe ich damals nicht gewechselt, die ist schon von der Lebenszeit des Motors drin. Also ich schätze mal dann jetzt 130.000. Jetzt nehmen wir den mal ab und legen den drüben auf der Werkbank. Das bisschen wiegt ja nicht so viel, ist ja noch ein kleiner. Okay, upsala. Okay, upsala. Und drehen wir da gleich um den Kopf. Läuft das Öl zwar raus, aber egal. Können wir besser gucken. Jetzt schauen wir uns das mal hier aus der Nähe an, ob wir da was erkennen können. Also ich kann da jetzt auf den ersten Blick so nichts erkennen. Hier ist so ein Gummi, okay, das kann jetzt auch kaputt gegangen sein. Ich tupfe das mal ein bisschen ab hier. Man sieht da ziemlich viel Wasser. Wenn man da was erkennen kann von oben drauf. Könnt ihr da was erkennen? Lasst es mich wissen. Einfach nur mal mit dem Tuch jetzt abgetupft. Dann holen wir gleich aus den Zylindern das Wasser auch mal raus, bevor das anfängt zu rosten da drin. Mag ich nämlich gar nicht. Da steht auch Wasser drin. Das ist jetzt aber vom Kopf abmachen, das Restwasser. Fehlermeldungen und sowas, alles kam von Zylinder 2. Hier ist vorne 1, 2. Also hier müssen wir irgendwo einen Fehler haben. Ich hole mal noch so ein Tuch. Können wir da gleich nochmal
Ein bisschen alles trockenlegen erstmal. Und gar keine Spuren verwischen hier, aber so sieht das noch gar nicht schlecht aus hier, das Motorchen. Können wir auch gleich mal durchdrehen. Okay. Also ich sehe da jetzt auf den ersten Blick nichts, außer dass hier dieses Gummi, aber das kann ja auch an der anderen Seite hängen. Schauen wir mal hier, ob wir hier was erkennen können. Vorne sind da 1, 2. Ja, wenn, dann muss das ja... Aber der hat ja Abgase innen, der hat ja Druck aufgebaut und Abgase reingedrückt, ne? Das heißt, das muss ja von hier irgendwo undicht sein. Wenn man da was erkennen kann, ich tupfe es auch mal ein bisschen trocken. Ist ja relativ nass jetzt alles. Ist halt so, wenn man das aufnimmt, da ist noch Restwasser und Öl drin. So. Das heißt, ihr müsst ja irgendwo hier sind die Ölkanäle. Das müssten die Wasserkanäle sein. Dann muss ja hier, sieht man das? Ist das tatsächlich? Weil hier ist so angerostet. Für mich hat der Abgas ins Wasser gedrückt. Das heißt, hier müsste was undicht gewesen sein. Oder hier. Oder natürlich unter der Dichtung. Haben wir ja noch nicht geschaut. Kann ja auch sein. Machen wir die Dichtung mal ab. Vorsichtig. Da klebt was. Das ist die Dichtung von unten. Lege ich mal hier neben. So, schauen wir erstmal hier, ob wir hier was erkennen können. Abwischen. Zylinder 2, Abgas ins Wasser. Ich kann da nichts erkennen. Und hier das Öl jetzt reingelaufen, das müssen wir ja alles aussaugen. Den Zylinderkopfschrauben hier, das muss raus, ne, sonst die Schrauben reindrehen. Haben wir Probleme nachher. Die Flüssigkeiten lassen sich ja nicht komprimieren und die wird mit Sicherheit unten was drin bleiben und dann machst du nachher, haben wir die Schrauben nicht richtig feste gezogen. Also hier sieht für mich, kann ich jetzt nichts direkt erkennen. Hier, ich gucke mal in Ruhe jetzt eben und dann, wenn ich was finde, zeige ich euch nochmal. Oder ihr habt schon was gesehen und schreibt in die Kommentare, ey, da ist genau die Stelle. So, was man so sehen kann, Zylinder 1 sieht gut aus, keine Riefen. Zylinder 2, genau das gleiche, kein Fresser. Wenn ich jetzt hier mal so drehe, an dem Schwungrad, dann kann man den ja wieder hochdrehen. Jetzt haben wir erste Zylinder OT, die anderen beiden sind UT, keine Riefen. Wenn wir mal mit extra Licht reinleuchten, da sieht man, da ist nichts, da ist alles sehr schön. Ja, kann man schön reingucken. Spiel haben die Kolben auch nicht. Auch von der anderen Seite. Also kein Fresser oder sonst irgendwas. Minimale Spuren, aber das ist ja normal, das ist ja ein Abnutzungs. Aber man fühlt nichts, weder mit dem Fingernagel noch mit dem Finger. Alles sehr schön. Aber die Stelle, wo es undicht gewesen sein könnte, habe ich immer noch nicht gefunden. Zylinder 2 hat daher immer Fehlzündung gehabt. Zylinder 2 ist hier. Aber ich kann mir nur vorstellen, ich hole mal die neue Dichtung raus, wie die aussieht. Da ist die neue Dichtung, die ist noch eingeschweißt.
War Markenprodukt. Mal übereinander legen. Löcher passen soweit einwandfrei. Sieht gut aus. Ja, was kann man da jetzt vergleichen? Da sind Gummis mit drauf. Kannst ja nur da irgendwo durchgepfiffen haben. Hier kann man jetzt gar nicht mehr so richtig erkennen. Weil das fehlt ja jetzt alles. Das ist ja angehaftet am Motor. Teilweise an der Dichtung. Zwischen den Zylindern ist wohl nichts passiert, so wie es aussieht. Da ist es ja am dünnsten. Jo. Bauen wir den mal ein. Und dann wird wieder alles gut. Und das schauen wir uns vielleicht im nächsten Video zusammen an. Soll es erstmal gewesen sein. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen alles sauber gemacht. Auch von unten. Kann ich euch ja mal zeigen, kurz. Da habe ich schon schön alles sauber gemacht. Auch die Taschen da hinlegen. Motor. Habe jetzt die Ölwanne abgemacht. Jetzt lassen wir den mal richtig austropfen. Dann blasen wir den ordentlich durch. Dann haben wir auch alles Wasser raus. Sieht sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Dann machen wir mal Licht an. Unten runter den Kopf, ja, da tropft es jetzt ordentlich, aber da habe ich auch schon sauber gemacht. Ja. Wenn man es richtig machen will, bleibt nicht mehr viel übrig. Jetzt gehen wir alle schlafen und morgen geht's weiter. Ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wir sehen uns wieder, euer Heiko von Haus Nummer 18.